You have returned. Hale meets you at the door of the Crooked Bone with a dour expression. We need to talk. She's always come across as humorless in your interactions, but her mood today feels somehow different. There's a focused seriousness to it. Ever since you've been traveling around the countryside, hunting down the corruptive influences affecting the artifact, I've begun to feel a presence I haven't felt in a long time. Bastian. The poor man always meant well, but... Hale's voice trails off as the ground begins to shake beneath your feet. It's nothing catastrophic, but the tremor is deeply disturbing. That was the strongest one yet. They've been occurring more and more frequently, and I fear the worst. Hale produces a handful of green grass and throws it up into the air with an elaborate hand movement. The blades fall in a curious pattern, fading to a dark brown long before they touch the ground. He's in the city, she says with an icy expression. Somewhere deep within the void. We all hoped... Hale is once again cut short by a violent shifting in the earth. Worse than before, and without end. The Aether ushers you outside, where you see a massive black column of smoke to the northeast. There is no time! She hands you a small pouch, filled with what feels like sand and small rocks. This should protect you from the worst of the Void's influence. You must find him there and stop him from returning this world to ash. Hale refuses to say anything more, resolutely pointing you in the direction of the smoke. As you approach the black column, it becomes clear that it's not smoke, but a whirlwind of black sand extending far into the sky. The tremors continue, but you race towards the vortex as quickly as you can. Only when you reach the edge of the void do you hesitate. You look around you at the other residents of Gloomhaven, staring up at the terrible black cloud in mad horror. No one else will end this. It's up. You clutch the pouch Hale gave you and step forward onto the black sand. Immediately, you feel a sharp pain across every point of your body simultaneously, as if you're being eaten from the inside out. The pouch fills you with a dull numbness, however, and you continue to advance, moving towards the center of the void to enter the whirlwind. The sand has been brushed away at the eye of the vortex, revealing a smooth stone floor with a descending staircase at its center. You walk down the steps. You find yourself standing in a large stone room covered in odd runic symbols. There's an unearthly coldness to it, and the dull pain of the void persists. Those brave enough to enter here will be the first torn apart. An arresting voice echoes through the chamber around you. The rest I will hunt down like game and devour, but I do think I will enjoy this more. As your eyes adjust to the low light, you see a shadowy form in the center of the room. With time, you're able to focus on the image of an Aether with two long, thin blades. I have waited many years to reap this harvest, he says with a wicked grin. At one time, I had convinced myself that I would find more delight in watching you slowly kill yourselves. But with my meddling brethren and the deaths of my wards, I have returned to my original design. I am not unhappy at the development. Even the patience of an immortal has its limits. The Aether flashes its blades in a mesmerizing dance. Come then, brave lambs. Who will be the first to embrace the gloom? Alles klar. Töte das Grauen, Söhne und Söhne Beschworenen leiden am Ende ihres Zugs 2 Schaden. Also in 3 Flüchen. Läuft bei dir. Okay.
So, hier müssen wir auf jeden Fall mit der Rauchbombe starten. Das heißt, die Frage, gehen wir einfach, 1, 2, 3, könnt ihr einfach erstmal näher rangehen, ne? Ja. Weil wir greifen nachher damit an. So, und hier. Das ist halt die Frage. 1, 2, 3, wir kommen direkt an den Rand. Und können, ja, wobei, können auch eigentlich. Wobei das eh immun gegen alles, oder? Wunde, Verwirrung, Betäuben mit Waffen, Gift, Fluch. Was habe ich denn? Fluch und Verwirrung, ne? Ja, das ging alles immun. Das ging ja nicht. Also wirklich ja nicht, ja nicht. Ja, nehmen wir einfach den hier. Da sind wir bei 5 Schaden, ne? Mal gucken, wie schnell der überhaupt ist. Bewegung 12, 16 Angriff. Wo willst du denn hin? So, wir bewegen uns jetzt erstmal nach hier. Zu dir. Alles klar, was geht ab? Machen es unsichtbar, damit wir gleich den Bonus-Damage haben. Und wir Schaden gleich ausgestellt. So, den Zug beenden. Und dann ist der Plan, uns hier hin zu bewegen. Zack. Zum Bestätigen, ja, unsichtbar machen. Hier den Angriff, damit, drauf da. Zack, direkt erstmal schon mal 10 Schaden. Verwirrung mit nichts, bringt immer noch nichts. Kommt plus 1 oder so? Nee. Okay. Zu beenden. So, und du bleibst jetzt mal da stehen, weil du verwirrt bist, weil du nicht weißt, wo du bist. So, jetzt. Unten. Wir sind ja eh gestärkt, das heißt, den Vorteil brauchen wir nicht. Wir können uns unten natürlich einfach wieder unsichtbar machen, ne? Machen wir auch einfach so, zack. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Angriff und dann holen wir uns die Tour, oder? Hier. Wir sind unsichtbar, das sind auch 4 Schaden. Ja. Und dann holen wir uns die Tour, damit wir die auch schon mal haben, auf jeden Fall. Das ist dumm. Ich muss sogar jetzt bei denen noch nicht stehen bleiben, weil. Das ist 2, ärgerlich. Also jetzt habe ich hier gar nicht den vollen Damage drauf. Das heißt, wir werden uns einfach nur hier hin. Ja. Zu beenden. Warum bin ich hier so langsam jetzt gewesen? Aber ist ja egal. Also plus die 2. 22 Schaden und Gift. Gift. Plus 1, nochmal 10. 24 Damage. Schön. Und unsichtbar machen. Okay. Und zu beenden. So, nochmal. Aber es hat eine Reichweite von 5, ne? Kann doch von da hinten angreifen. Das ist eigentlich ganz nice. Machen wir es so rum. Und hier. Holen uns den Vorteil. Auf jeden Fall oben. Oh, hier kommen wir die Finsternis nutzen. Ne? Aber ihn. Oh, ich bin neue Finsternis. Okay, mega. Das ist auch ein guter Schaden. So, wir bewegen uns jetzt einfach mal hier hin, damit wir den Vorteil schon mal haben wieder. Angriff mit der Finsternis. So, zack, sind wir bei 8 Schaden mit Vorteil und Damage plus 1. Oh, der hat eigentlich mal auch 57, ne? Auch uns wieder unsichtbar. Uns auch mal 2 Karten zurück. Ich glaube schon die wieder, ne? Ja. Aber ich habe die Finsternis aktiviert, jetzt solche wieder neu. Kann ich damit auch wieder mehr Schaden machen, ne? So, dann. 1, 2, 3, 4, ne? Ich habe 4 Reichweite hier. So,
Mal 2, schön. 8 Damage. Er hat aber immer noch sehr, sehr viel. Was machst du denn jetzt eigentlich? 7 von 12. 16 Schaden. Ist okay. Das ist eigentlich okay. Wir sind im nächsten Zug dann wieder unsichtbar. Du kassierst halt jetzt einmal Damage. Ja, okay, cool. Aber ne, ist halt in Ordnung. Gut, dass wir diesen Helm haben. Oh, das wäre anders böse geworden. Kann ich den eigentlich noch von mir geben? Nein, dann. Wie sagt man das? Machen halt damit 8 Schaden, ne? Will ich mir hier den Vorteil holen? Ich kann mich ja leider nicht mehr unsichtbar machen, ne? Wenn ich die nicht mehr habe. Heißt, eigentlich will ich auch langsam sein, damit er mich nicht angreifen kann, ne? Bin ich mit der Karte natürlich nicht. 1, 2, 3, 3 Bewegungen. Reicht aber, weil ich habe meine Boots. So, und hier muss ich natürlich jetzt eher ein bisschen schneller sein. Ne? Mit 18 bin ich auch schnell genug. Sehr gut. So. Wir machen uns unsichtbar. Was unnötig war. Wobei. Dann machen wir Schaden. Na gut, dann hätte ich auch die Unsichtbarkeit natürlich schon können. Mensch, ich habe Zeugs auf Finsternis. Mega. Okay, cool. Ja, gut. Das ist halt jetzt einfach nur ein Bonus. 30 Leben noch, okay. Das Grauen ist da. So. Zack. Mit den Stiefeln bis nach hier. Bewegung überspringen. Angriff mit der Finsternis. Drauf. Zack. Nice, 9 Schaden. Okay. Karte zurückholen. Die hier. Wir dürfen hier keine Risiken eingehen. Kurze Rast noch. Das ist eigentlich okay. Ach, ich habe gesagt, okay. Na, egal. Ich kann damit angreifen, mache ja eh mehr Schaden, mache mich wieder unsichtbar und unten könnte ich natürlich hier auf den. Nee, ja, die habe ich mich jetzt weggeworfen. Sehr ärgerlich. Aber gut. Dann ist die Frage. Er steht ja eh an mir dran, ne? Ich habe auch kein Finstersensor aktiv. Dann mache ich einfach die 5 Schaden. 5 Schaden sind immer gut. So, hier oben. Plus 2 Schaden, wenn eine Freundin dran steht und die Unsichtbarkeit. Oh, okay, ich war schneller. Packt aber immer so einen schnellen Angriff aus. 7 Schaden. Danke, Unsichtbarkeit. Ja, mal ganz ehrlich. Das jetzt gerade mit anderen Charakter nicht spielt. Oh. Der hätte echt Probleme bekommen. Ne? Also hier die Unsichtbarkeit ist natürlich aktuell wirklich mega mächtig bei uns, weil das einfach ein Schandabfall. Jetzt okay, 6. Also 6 geht. Ich meine eben die 16 rein, ne? Die war nicht heftig. Der portet jetzt ja weg. So. 8 Leben. Kurze Rast. Danke. Den ich behalten. Wir nehmen das Öl und den Klingwirbel mit Vorteil.
Hier nehmen wir den, wir sind unsichtbar, können hiermit mehr Schaden machen. Ne? Sind wir diesmal ein bisschen langsam unterwegs, du kannst nicht da. Das ist okay. Das ist wirklich vollkommen okay, was du da machst. Weil wir kommen jetzt einfach näher ran. Ich werde die gerade überspringen. Ja. Hier ein Angriff. Fluch bringt nichts. Oh, kein Damage. Der ist böse. Wir hätten. Es hätte jetzt einfach schon beendet haben können, aber egal. Okay, komm. Weißt du, gerade kein Damage gezogen, dafür ziehen wir jetzt einfach mal 2. Was halten wir davon? So viel, dass es gut wäre, ne? Fast. Ich würde gerne den Kill hier mir. Zack. Gut, dass wir schneller sind. Kommen wir näher ran, haben den Vorteil, Bewegung überspringen, Art zu bestätigen. Damit haben wir safe den Angriff. Und das Grauen wurde besiegt. Stark. Das ist Gold. Oh. Oh, ich will was trinken. Nein, alles leer. 2 swords fall to the stone floor with a sharp ring. The Aether stands limp, a look of shock on his wounded face. How dare you, he mutters. The voice that was once smooth and hypnotic is now gravelly and dark. I have waited thousands of years, and you presume to rob me of the fruits of my labors? The Aether's mouth drops slack in death, but still the figure stands, as if held up by invisible strings. You can destroy my vessel and banish me from this plane, but it will never be enough. I am eternal. I will return. I will feast on this world once again. At this, the body of the Aether crumples to the ground and fades out of existence. The dull pain subsides, and you ascend the staircase to a bright, clear sky. The tremors and vortex of black sand are gone, and all those gathered around the void look very relieved when you emerge from the confrontation. Ich war in Gloomhaven. Und wo kommen wir? You let the people know that whatever calamity had descended upon them has now been averted. They cheer and celebrate your strength. You return to Hale, and she offers her heartfelt thanks, but refuses to speak more on the issue. I overstepped my oath in a moment of panic, saying what I did. Please, the danger has passed. Let us speak no more of it.